Ja, willkommen, schön dich zu sehen hier in einer weiteren Folge von Mit ihm betrachten. Hallo. Hallo. Hallo, So, Silbermann. Hallo. so in Bezug auf natürlich auf diese Hallo. Serie der Lektionen, wo wir sind, über seine Antwort, was ist die wirkliche Welt und die Lektionen direkt, die wir heute und morgen machen, wo eben ein direkter Bezug darauf gemacht wird, wie der Heilige Geist durch uns wirkt, nämlich dass er heute durch uns schaut und morgen, dass er durch uns spricht. Und in weiterer Folge können wir das ausdehnen, wie er durch uns heilt, wie er durch uns die Wahrheit buchstäblich, die Korrektur als Wunder der Welt anbietet und über die Welt ausdehnt. Und dass dies alles Aktionen sind in unserem Geist, die wir als Zeiteinsparung erfahren beziehungsweise wollen, weil wir eigentlich genug haben von diesen sich ständig wiederholenden ähm, ja, Spielchen, wie wir es als die Welt rausprojiziert haben und gehalten haben. Und aus diesem Grunde werden auch diese gesamten Aspekte als Definitionen angeboten, dass es hier eine Alternative gibt, die als wirkliche Welt oder als vergebene Welt, als geheilte Welt könnten wir genauso, das sind alles Termini, die eigentlich für dieselbe Qualität der Selbsterkenntnis stehen, dass eben diese Alternative für uns nicht nur annehmbar wurde, sondern dass wir bereit wurden, dieser Alternative zu dienen, sie auszudehnen, sie uns selbst zu lehren. Und alles, was wir uns in dem Sinne wirklich lehren können, ist, dass diese Demonstration für uns selbst, dass wir für die Zeitersparnis einstehen und aufstehen und uns deklarieren und Beispiel geben, das ist eigentlich alles. Und das auch wieder nur für uns selbst im Sinne von, dass sich hier etwas bestärkt, etwas bestätigt, etwas nach Hause geht, etwas vollkommen in Frieden kommt. Und sonst würde es überhaupt keine Notwendigkeit oder Motivation geben, zu lehren oder irgendetwas im Sinne von Ausdruck als Manifestation des Heiligen Geistes zu erfahren und zu leben. Und weil ja da keine Welt da draußen ist und nicht jemand anders da draußen ist, der das hören müsste, sondern wir uns ja nur uns selbst erkennen und sehen. Und so bringt er ja im Ausdruck auf diese Antwort, was ist die wirkliche Welt, am Ende im letzten Absatz nur zur Wiederholung, dass der Heilige Geist die Zeit braucht die Zeit nicht mehr, die Zeit nicht mehr braucht, wenn sie seinem Zweck gedient hat. So die Frage ist wirklich, was ist sein Zweck? Und das wird eigentlich in den heutigen Lektionen, heute und morgen und in vielen anderen Lektionen beantwortet. Er wartet jetzt nur noch jenen einen Augenblick, da Gott seinen letzten Schritt tut, dann ist die Zeit verschwunden und hat die Wahrnehmung im Gehen mitgenommen und nichts zurückgelassen als die Wahrheit. Nichts als die Wahrheit. Es scheint nur noch die Wahrheit in unserem Geist, damit sie selbst sei. Und dieses Erkennen und Erfahren der Wahrheit in unserem Geist ist in dem Sinne ein sehr privates gezeigt werden von ihm, ein Eröffnen in unserem Geist, das weit über jegliche Vorstellung, wie diese Öffnung stattfinden könnte. Und aus diesem Grunde verwenden wir sogar das eigens geprägte Wort Offenbarung, weil Offenbarung tatsächlich von außerhalb des konzeptionellen Geistes kommt, von Gottes Geist kommt. Und das ist wirklich, wie sich der Heilige Geist präsentiert. All dem wir, ich habe das gestern in der Spanisch-Reunion, in der Zusammenkunft geteilt, äh, all das, was wir eigentlich
so Namen geben. Ne? Kontakt mit Jesus, Kontakt mit der und der Heiligkeit, Maria und was immer für heilige Aspekte wir in unserem Geist benannt haben, einschließlich die Namen, die wir den Lehrern und unseren Meistern zugeordnet und gegeben haben, stehen in Wirklichkeit nur für die eine, sagen wir mal, Energie, die sich ausdehnt als schöpferisches Licht, das wir Heiliger Geist nennen. Wir treffen in all diesen Aspekten nur den Heiligen Geist an und in dem Sinne dehnen wir nichts anderes aus, als was Heiliger Geist lehrt, als das alternative Denksystem zum Ego-Denksystem. Es ist buchstäblich diese Lichtausdehnung, die schöpferische Ausdehnung von Gott selbst. Und dass wir selbst dazu noch einen Namen und Terminus verwenden, wie Gott oder Heiliger Geist, ist auch nur für ein besseres Verständnis. Was wir wirklich gewahr sind und als innere Erkenntnis und Erfahrung für uns als wirklich erkennen, ist eine reine Präsenz. Diese Präsenz Gottes oder Präsenz eines Friedens, die, der, in der es kein Gegenteil mehr gibt, noch notwendig ist, wird einfach in dem Moment eröffnet, weil es ja eine Gabe Gottes bereits ist, in der Schöpfung gegeben wurde. In dem Moment, in dem wir nicht mehr unsere kleinen Bedeutungen verfolgen. Alles in dieser Geistesschulung dreht sich darum, diese kleinen Bedeutungen zu erkennen zu lernen, genau hinzublicken, die Begrenzung darin zu sehen und aufzugeben, loszulassen, wir sagen ihm zu übergeben, läutern zu lassen, reinigen zu lassen, wie immer wir das ausdrücken wollen. Das ist die einzige Aktion, die Geistesschulung wirklich verfolgt, damit diese Präsenz scheinen kann, wie immer sie bereits in uns gegeben ist. Mit anderen Worten, das, was ich darüber gelegt habe, um mich zu verteidigen davor, wird wie eine vielleicht Zwiebelschalen äh, geschält und offengelegt. Ne? Sodass, wenn wir für uns selbst in unserer eigenen Beziehung mit dem reinen Selbst in uns diesen Frieden, diese Präsenz mitnehmen, wohin immer wir gehen, wen immer wir treffen, mit was immer wir uns und wen immer wir uns beziehen, das ist ein Zeichen, dass du in deinem Geist bereits so weit fortgeschritten bist, dass du nicht mehr hier an diesen Überlagerungen über diese Gabe Gottes festhalten willst, beziehungsweise dich ausrichtest und definierst, deine Identität bestimmst damit, sondern dass du zulässt, erlaubst, dass sich diese Gabe ganz einfach naturgemäß, es entspricht unserer Natur, zeigt und sich selbst gibt und weggibt und scheint und alles damit regelt, können wir sagen. Es ist buchstäblich der Heilige Geist, der hier erfahren wird und sich selbst gibt. Und alles andere sind entweder Geschichten, Glaubenssätze, etwas, was andere erkannt und erfahren haben und beschrieben haben und gelehrt haben und das einfach wiedergekaut wird, geglaubt wurde, geglaubt werden wird, so lange, bis der Geist aufhört, in irgendeinem Aspekt auf der Tafel im Außen, wo es geschrieben wurde, wo es hinprojiziert wurde, einen Wert zu sehen oder eine Notwendigkeit zu sehen, sich damit auszurichten und wirklich nur noch nach innen blickt. Ich habe einen Teil dieser Erkenntnis auch in meiner letzten Aleph-Session ganz klar aufgezeigt, wenn dich das interessieren sollte. Aber heute werden wir auf jeden Fall darauf eingehen, auf dieses Wirken des Heiligen Geistes durch uns
Und wir werden sehen, welche Aspekte du für dich selbst in deinem Geist hier teilen kannst und aufbringen kannst, die genau, was wir hier gerade gehört haben, diesen im letzten Schritt mit ihm abwarten, bis Zeit nicht mehr ist. Ne? Und was du da wählst in deinem Dich zeigen und weggeben für dich selbst. Und damit du eben im gegenwärtigen Moment ankommen kannst und dem zustimmen kannst, dass auch du keine Notwendigkeit mehr siehst, in der Zeit zu verbleiben, außer für diesen gegenwärtigen Moment, in dem du gewillt bist, alles dir selbst zu geben. Und in diesem alles geben und nichts zurückhalten, ist es unvermeidbar, dass der Geist erkennt, dass alles nichts mit dieser Welt und nichts mit irgendwelchen Konzepten zu tun hat. Wenn ich sage, ich gebe dir alles, habe ich einen vollkommen leeren Geist und dehne nichts anderes aus, als was die Gabe des Lichtes in mir selbst ist. Und das ist ein Segen. Das ist die Liebe, die nicht mehr irgendeiner Definition oder Beschreibung oder einem Gegensatz unterliegt. Ja, so in den Lektionen, wo wir eben stehen, 295, 296, bringt er hier die verschiedensten Aspekte mit rein in der Erkenntnis, dass die Erlösung eins sein muss. Und wenn ich erlöst bin, wird auch die Welt mit mir erlöst sein. Das zeigt eigentlich ganz klar auf in der heutigen Tageslektion, wie wichtig das ist, dass diese Erkenntnis, wie der Heilige Geist durch uns wirkt, wie, welche Wertstellung das eigentlich für uns haben soll. Weil dann stellt sich ja nur die Frage, ja, will ich, dass diese Welt mit mir erlöst wird? Das heißt, diese Welt wird nicht mehr da sein, um wahrgenommen zu werden. Da wird nur noch das Licht der Schöpfung, das wie die wirkliche Welt im Übergang noch scheint, wahrgenommen werden können, bis hier alles einfach in Gottes Schöpfungsgedanke aufgeht. Da wird niemand da sein, der hier irgendeinen Bericht abgeben kann oder etwas beschreiben könnte oder etwas aus dieser Beschreibung als Lehrinhalt vermitteln würde. Das Unglaubliche dabei ist ja, dass wir jetzt in diesem Moment, in dem wir eigentlich etwas versuchen zu beschreiben oder uns zu erinnern, dies ein Wissen ist, das wir mitgebracht haben von einem Moment der vollkommenen Auflösung in Gottes Geist. Die Frage ist ja, warum bin ich hier zurückgekommen, ne? Und welchen Sinn und Zweck erfüllt das? Und diese Frage kann auch nur jeder für sich klären, weil sicher auf der spirituellen Beipassungsmaschinerie haben wir jeden mögliche Angebote von welche Art von Missionen wir bekommen haben und nun erfüllen dürfen oder sollen. Ne? Aber vielleicht auf der ganz persönlichen Ebene ist es letztendlich viel einfacher, weil ich mir nur sagen kann, irgendetwas hat gefehlt und das Bewusstsein darüber, was mir gefehlt das allein hat mich hier zurückgebracht, um es zu erfüllen, um es in dem Sinne in Erfüllung zu erfahren. Und deswegen schreibt er ja im zweiten Teil der heutigen Lektion im Ausdruck, dass es als Gebet eine Bitte um Hilfe ist. Ja, sonst hätte ich ja überhaupt keine Notwendigkeit, hier einzustimmen und Gott zu bitten, mir zu helfen. Hilf mir, heute Christi Augen zu verwenden und so des Heiligen Geistes Liebe alle Dinge segnen zu lassen, auf die ich schauen mag, damit seine vergebende Liebe auf mir ruhen möge. Das ist, was gefehlt hat. Ne? Und, und nur in meiner Zustimmung, meiner Ehrlichkeit, dies in mir eröffnen zu lassen und mich daran zu erinnern, in meinen Begegnungen und Beziehungen, meinem Auseinandersetzen mit Aspekten, wo ich noch eine Welt sehe und wahrnehme,
und mich so ausrichte, dass ich mich erinnere, okay, eine vergebende Liebe ist hier notwendig. Ich werde gebeten, eine vergebende Liebe auf mir ruhen zu lassen, damit ich sie auch teilen kann, geben kann und also als erfüllt erfahren kann. Und in der Morgenlektion 296, wo wirkt der Heilige Geist, indem er durch uns spricht, ist hier, habe ich auch gefunden, bereits im Gebetsteil, dieser Ausdruck des Entschlossenseins. Ich bin entschlossen, dich durch mich sprechen zu lassen. Ja? Das ist dasselbe Entschluss oder die Folge des Entschlusses. Ich bin entschlossen, nicht mehr die Stimme des Egos zu folgen und zu gehorchen und als meine Wirklichkeit anzuerkennen und mir das in seiner Begrenztheit nach wie vor anzubieten, sondern die Stimme des Heiligen Geistes für mich zu erlauschen, wie es hier auch heißt, und sein Wort in mir und durch mich hören zu können. Ich möchte keine Worte verwenden als die deinen und keine Gedanken haben, die getrennt sind von den deinen, denn nur die deinen sind wahr. Und als Anfänger haben wir alle geglaubt, dass es ein Predigen ist von nur diesen Aspekten, die eben nur über die Heiligkeit und die Liebe und die Freude und den Frieden im Kurs sprechen. Ne? Aber das hat nichts mit dem zu tun. Was er wirklich hier anspricht, ist, dass ich in meinem Geist immer in dieser Ruhe Gottes verbleibe, egal was durch meinen Geist kommt, egal was ich mir gerade anschaue und umwandle, beziehungsweise zur Wahrheit hinführe, sodass es für mich gewandelt wird. Ja, es geht nur um, wo wo lokalisiere ich mich? Anführungszeichen. Ne? Weil letztendlich in, im Heiligen Geist zu lokalisieren ist eine vollkommene Delokalisation. Und alles andere ist ein Lokalisieren in Glaubenssätze, in Konzepte, in etwas, was nur die Wahrheit irgendwo umkreist halt, aber vermeidet, sie zu sein. Aber das ist das Angebot. Ne? Das ist, was Erwachen ist. Erwachen ist die Erkenntnis, dass ich bin, Wahrheit ich bin, ähm, die einzige Identität ist, die wir haben. Und er geht auch dann im zweiten Absatz nochmal hier auf den Heiligen Geist ein, im Ausdruck, wie freudig kommt der Heilige Geist, uns aus der Hölle zu retten, wenn wir, und hier ist der springende Punkt, es ist die Aktion des Erlaubens, wenn wir zulassen, wenn wir erlauben, dass seine Lehre durch uns die Welt davon überzeugt, den leichten Weg zu Gott zu suchen und zu finden. Und dieser leichte Weg ist ist die Erkenntnis, dass wir immer nur mit unserem Selbst gehen und dass dieses Selbst, das eingangs ein begrenztes Selbst, eine Ego-Darstellung und Projektion war, nun zu einem Selbst der Selbsterkenntnis des reinen Selbstes geworden ist, beziehungsweise erinnert wird. Und dies ganz besonders, wenn es vielleicht herausfordernde Situationen und Momente gibt. Die Frage, die uns angeboten wird durch die Stimme des Heiligen Geistes, ist, wer geht mit dir? Ja. Und wer mit mir geht, als die Worte zu sagen, Christus oder mein wahres Selbst, mein eigenes eines Selbst, sind in dem Sinne nicht so wichtig, als es tatsächlich zu erspüren im Herzen, im, in der Tiefe unseres Geistes, in der Seele selbst. Weil dort
hat es wieder den Eröffnungseffekt der Präsenz Gottes selbst. Und das hoffentlich hat dich jetzt entsprechend aktiv gemacht in deinem Geist, um hier deine Aspekte zu teilen, beziehungsweise wenn du irgendwelche Fragen hast oder wenn du etwas erklären möchtest, fühl dich frei. Und wir sind ja hier in einer Zusammenkunft und wir wollen das in dem Sinne bloß betrachten, im Sinne von es so in der Tiefe zu verfolgen, dass nichts mehr an irgendwelchen Konzepten und Ideen übrig bleibt, sondern alles sich zeigt, wie es sich öffnet, in buchstäblich in es nicht konzeptionell halten können. Ne? Wenn ich etwas nicht konzeptionell halten kann, dann stehe ich buchstäblich an den Toren des Himmels, ne, sozusagen, und bin bereit, dass ich erkenne, dass das Tor bereits weit offen ist und mich darin erwartet, dass ich bloß diesen letzten Schritt zu wagen, eben nicht ohne der Hilfe dieser ausdehnenden Fakultät von Gottes Geist, was ich Heiliger Geist benenne, machen kann. Aber dass es mit ihm im Erfahren der Präsenz und des Friedens im Inneren meiner selbst absolut keine Schwierigkeit ist und keine Herausforderung ist, sondern ein ganzes und volles Ja und ein auch Erinnern, dass ich bereits zu Hause bin und in Wirklichkeit das hier nur noch äh, mit einer letzten Betrachtung ja verschwinden lasse, weil es sowieso verschwindet, wenn es nicht mehr vom eigenen konzeptionellen Geist genährt wird. Und diese Erfahrungen haben wir schon so oft gemacht mit den verschiedensten Aspekten an Konzepten. Und so ist es auch mit dem gesamten Aspekt von dem, was als Leinwand eine Welt zu reflektieren ist. So, fühl dich frei, dein Mikrofon anzumachen und dich mitzuteilen. Danke für deinen Input oder deinen Geist, den du hier in deiner Präsenz zeigst und ausdehnst. Ich glaube, was mir manchmal im Weg steht, ist, ich weiß gerade nicht, ob ich die Worte finde, ähm, immer noch die Illusion der Trennung, weil mir dann nicht bewusst ist, dass ich ein Gedanke Gottes bin und Gedanken ihre Quelle nicht verlassen, also dass Gott genau hier sein muss, wo ich bin. Und dann so eine Illusion entsteht, wie wenn der Heilige Geist durch mich spricht. Das müsste irgendwie von einer anderen Instanz kommen. Aber es ist in mir, wenn in dem Moment, wo ich im Frieden bin, da ist nichts Getrenntes mehr, da bin ich das in dem einen Selbst. Und das, ich glaube, mir das immer wieder bewusst zu machen, an der Stelle stehe ich mir manchmal noch im Weg. Ja, das ist ein guter Aspekt, liebe Corona. Die Frage stellt sich halt in den Raum, wie kann ich mir das bewusst machen? Weil Ich bewusst kann machen diesen ist ja Frieden, also auch eine ich, Aktion, ne?
eine Nein, ich habe Aktion es des gerade bei dir Denkens. so ich habe es gerade bei dir gefühlt, in dem, was du gesagt hast. Einfach, Mhm. indem ich Genau, genau. in Du mir siehst da ist ein diesen Frieden Unterschied. finde, indem ich in mir diesen Frieden finde. Genau. Es ist nicht das Suchen, es ist das Finden. Das Ja. ist der Unterschied. Ja, der Unterschied ist, es ist dann kein Prozess, sondern es ist eine Erkenntnis, ne? Es ist ein Sein, Ja, ja? es ist ein Sein lassen. Es ist nicht Ein das Sein aktive lassen. Tun, sondern es Erlauben. Es ist ein, ich bin das sowieso. Ich Ja, muss nichts außerhalb von mir suchen. Ich muss gar nichts suchen, sondern genau, es ist schon da, in dem Moment, wo ich es erlaube. genau. Es ist ein Weil Geschehen. Weil wenn wir hergehen und versuchen, uns dessen bewusst zu werden, ne, dann stelle ich mich ja schon auf eine Zeitlinie und habe schon eine Karotte vor mir und versuche etwas zu finden. Ne? Und natürlich kann das nie gefunden werden. In Wirklichkeit, ich kann mich dessen nicht bewusst werden als einen zeitlichen Ablauf. Ich kann nur wie du es richtig jetzt zum Ausdruck gebracht hast, ich kann es nur so erspüren und vorfinden, dass ich bewusst bin. Entweder bin ich mir dessen bewusst oder ich verleugne es. Ne? Und das ist das Verwandte zu dem, was du in der Aleph-Session gesagt hast, ne? Wo wir immer wieder denken, oh, und dann muss ich den Lehrer hören und ich brauche irgendwie eine Erkenntnis von außen. Und das ist das Suchen. Und da, Mhm. da können wir ewig suchen. Ja, genau. Ja, weil es letztendlich ein Versuch ist, im Außen etwas noch zu kriegen, ne? Oder erfüllt zu kriegen. Und es ist halt nicht im Außen. Ne? Ja, da ist wieder dieses, wenn ich was von außen will, da bin ich wieder in der Besonderheit, weil da muss ich mich vollständig machen, da habe ich meine Vollständigkeit nicht. Deswegen ist ja auch die Richtungsweisung sagen wir mal so, eines wahren Lehrers, äh, suche und finde es in dir. Ne? Du musst nach innen gehen, du musst es in dir Ja. sicher suchen für einen Moment, solange es nicht als gegenwärtig erkannt wird, aber es muss auch im Inneren gefunden werden und nicht im Außen. Ja, aber es ist keine Anstrengung, es ist ein Loslassen und Weichwerden, geschehen lassen, Ja. Aber kein sicher, wie Widerstand. das gegeben wird und aussieht, wissen wir auch nicht, weil die meisten Lehrer haben über alle Zeiten Methoden angewandt, die gar nicht so sanftmütig waren, damit wir endlich das Suchen im Außen aufgegeben haben. Das war oft eher ein Kick in the ass, ne? Ja, da habe ich Erfahrung damit. Ich glaube, da haben wir alle Erfahrung damit. Und im Nachhinein, okay, jetzt kapiere ich schon langsam, ne? Dass der Weg in die andere Richtung geht. Ne? Ja, danke. Danke. Ja, es ist ja dieses Nichtstun. Ja, und manchmal ist es einfach nur da. Heute ging es mir auch so, ich hatte die Lektion erst äh, vor kurzem einfach durchgenommen, die heutige Lektion. Und wenn ich das jetzt so betrachte, ich wollte damit nichts. Ach ja, ich will dann nochmal heute die Lektion lesen. Und plötzlich war ich im Frieden. Hm. Ja, also weil ich denke mal auch, dieses gar nichts wollen, ja. Ich mache jetzt nicht die Lektion und jetzt will ich jetzt im Frieden und so weiter, sondern ach, ich mache sie einfach. Wie Jesus sagt, mach deine Lektion und es geschieht. Und dann ist es vielleicht noch am einfachsten, eben dieses Nicht-Wollen, ja. Und merkt man, plötzlich ist der Geist im Frieden. So schnell und einfach geht es. Und einfach die Erfahrung dann da ist, ja, dieses Nichtswollen. Auch was die Lektion angeht. Einfach sich nur einlassen. Sie lesen, den Geist öffnen und nichts wollen. Nicht mal den Frieden wollen, Ja. wenn es geht. Ja. Ja, wir haben ja keine Ahnung, wie es wirklich funktioniert, die Korrektur im Geist, ne, oder die Ausrichtung. Ne?
das Wunder ist eine Korrektur und dann das Beste, was man dazu sagen kann, okay, irgendwas wurde jetzt aufgehoben. Ne? Und das im Nachhinein, ne, ist eine Retrospektive, genau auf dieser Basis, wenn der Geist aufhört, etwas zu wollen und in dem Sinne nicht einmal den Frieden mehr verfolgt, um ihn zu haben, ne? Ja, Sondern ja. einfach zulässt, dass der Frieden sich zeigen darf, ne? Ja, es Und ist dann dieser zulässt. Moment, wo ich zulasse. Der Weg dorthin ist vielleicht dann individuell ganz verschieden, aber es braucht diesen Moment des Zulassens. Ja, absolut. Danke, Britta. Und er hat ja im Nebensatz hinzugefügt, das in der Morgenlektion, ne, wie ich es vorgelesen habe, uns aus der Hölle zu erretten. Ne? Wie freudig kommt der Heilige Geist, wenn wir zulassen, ne, dass seine Lehre durch uns die Welt davon überzeugt, den leichten Weg zu Gott zu suchen und zu finden. Ne? Uns aus der Hölle zu erretten, die Hölle des eigenen Selbstkonzeptes, ne, der eigenen Begrenzungen, die wir uns selbst auferlegt haben und zugestimmt haben, damit zufrieden zu sein, unsere Wirklichkeit zu bestimmen. Und jetzt sagen wir, es war nicht gut genug und wird nie gut genug sein. Ich brauche das Ganze, ich brauche den Frieden Gottes. Ich will den Frieden Gottes. Ja, es braucht einfach die Entschlossenheit, ja. Und Jesus ist ja für mich das beste Beispiel, dass er ja auch so kompromisslos ist. Er ist immer klar, lässt mir keine Lücke, wenn er in seinen Lektionen, in allem, was er spricht, sondern ist, ja, sagt klar, was willst du? Ich kann nicht beide Welten haben, ja. Und dann braucht es halt die Entschlossenheit, ja, zu wählen. Devavan, könntest du vielleicht etwas erzählen über wie der Vater der letzte Schritt tut? So, Mhm. der Vater tut der letzte Schritt, steht viel im Kurs. Mhm. Und hast du es gehört? Das ist alles, wie der Vater den letzten Schritt tut. Bin ich nicht mehr hier. Ja, es ist so, wie ich es kurz erwähnt habe und wie es auch einreihbar ist in die Lehrinhalte, ist ich als menschlicher Geist gehe den Weg hin
zur vergebenen, geheilten, wirklichen Welt. Ja? So, ich mache nicht Halt, bevor ich Reflexionen sehe und erfahre in meinem Inneren, die mir zeigen, dass hier keine Begrenzung und keine Trennung eben mehr am Werken ist. Und das ist, soweit ich hier kommen kann. Ja? Und das ist in Wirklichkeit, wo es notwendig ist, dass Gott den letzten Schritt macht, weil es ähm, in, im Erfahren von alle Wahrnehmung ist nicht mehr, ist aufgelöst, findet auch die Auflösung des Wahrnehmenden statt, des Ichs statt. Und damit es nicht wieder tot wird, dass die Verteidigung des Wahrnehmenden zumindest ist, in irgendeiner Qualität, ist der letzte Schritt, den Gott macht, eigentlich nur das Eröffnen oder das Offenbaren, was einzig wahr ist, wahr sein wird. Und das ist eigentlich Gott ist. Ne? Und der Sohn Gottes ist wie er. Und dass das aufgezeigt wird, ist, haben wir nur in Momenten von Offenbarung, die, in der erkannt wird, dass dieser wahrnehmende, das wahrnehmende Ich verschwunden ist, aufgelöst ist. Und darüber hinaus können wir nicht mehr sprechen. Ne? So vielleicht auf dieser Ebene oder von dieser Betrachtungswarte heraus ist es etwas ganz, ganz Simples und Einfaches, das halt eigentlich konzeptionell nicht verstanden wird. Und sicher der Ausdruck, wie es im Kurs beschrieben wird, ist aus diesem Grunde so nahrhaft und wird so aufgesaugt, weil eben aus dem konzeptionellen Geist es nicht weder begriffen noch wirklich beschrieben werden kann. Und es ist aber der letzte Schritt, Gott ist nichts anderes als nicht mehr hier zu sein, weder in einer, als ein Ich in irgendeiner Qualität oder in irgendeinem Gedanken, noch in einer objektiven, wahrgenommenen, auch einschließlich Astralwelt. Ne? So, da ist nichts mehr davon da. Ne? Und deswegen überlassen wir diesen Aspekt der Quelle selbst, Gott selbst, weil wir bereits in der Offenbarung erkennen, dass, dass kein Ich da ist, dass das weder machen noch beschreiben könnte, noch sagen könnte, jetzt bin ich zu Hause. Ne? Der, das Beste, wie wir es eigentlich zum Ausdruck bringen können, ist reines Wissen, reine Erkenntnis darüber hat eigentlich nichts mit darüber erfahren oder denken zu tun, sondern es ist ein reines Wissen. Es ist im Sein, das ist die Fakultät des Geistes. Geistes, Geist ist denkend und denkend mit Gott ist reines Denken, könnte man auch sagen. Reines Wissen, reine Erkenntnis. Und Marianne schreibt, Gott erklärt dich nicht, er erkennt dich. Nicht einmal das würde ich sagen, ja, weil das wäre schon wieder eine Form von Trennung. Gott erkennt mich.
das ist auch nur für Wortwahl innerhalb des konzeptionellen Geistes wichtig, oh, Gott erkennt mich als er selbst oder als seine Liebe. So verwenden wir es ja auch im Ausdruck. Aber wenn du stehen bleibst bei Gott ist und Gott ist alles, was es gibt und Gott ist sein Sohn und Gott hat reines Wissen über seinen Sohn und hat seinem Sohn reines Wissen über sich selbst gegeben, dann es ist vielleicht eine Aussage noch darin, in der wir eigentlich die Erklärung Gott überlassen, weil wir irgendwie wissen, dass wir sie selbst nicht machen können. Ja? Und weil Gott nicht erklärt, kommt nicht irgendetwas daraus, sondern kann nur wieder eine Eröffnung kommen von, okay, bist du es, erkennst, weißt du, was dein Zuhause ist, aber das schließt auch wieder ein, weißt du, dass dies hier nicht dein Zuhause ist, ne? Und damit weißt du automatisch, was dein Zuhause ist. So, da können wir uns sicher im Kreis drehen, aber äh, vielleicht belassen wir es einfach nur, dass hier auf der Zeitlinie, na, als wo ich noch in der Umwandlung bin von Gedankenformen, äh, bin ich froh in der Aussage, bin ich zufrieden zu sagen, Gott macht den letzten Schritt. Und, und in der Quelle zu Hause werde ich auch diesen Gedanken nicht mehr haben noch benötigen. Ne? Vielleicht so. Danke. So etwas wie wortlose Kommunikation fühlt sich für mich nur in Ausdehnung an, sonst gar nichts. Und dann ist es immer wieder so, ich brauche Worte, um etwas für mich selbst deutlicher zu machen. Ja, es ist ein Paradox, ne? Einerseits wissen wir, dass Worte es nicht beschreiben können und es auch keine Worte bedarf. Und auf der anderen Seite brauche ich Worte für meine eigene Erkenntnis des Erfülltseins und in Friedensseins, ne? Weil es Worte sind, die sich sehr wohl deklarieren darüber, was nicht Frieden gebracht hat, ne? Oder einen Frieden bringt als begrenzte Idee. Und es darf auch dieser Paradox sein, ne? Ich brauche damit nicht zu kämpfen. Ja, ich kann es absolut so sein lassen, weil auch das, dass
der Ausdruck mit Worten sich verändert und schon verändert hat und weiterhin verändern wird, ist, ist Tatsache und ist uns bewusst. Und auch, dass Worte an einem Punkt nicht mehr gewählt werden oder nicht keine Notwendigkeit mehr im Geist haben, ist uns auch bewusst. So, ja, auch auf der Ebene ist es eher ein Zulassen, würde ich sagen. Ne? Mhm. Ein Zulassen und es so sein zu lassen, wie es ist im Moment. Und dies mit dem Heiligen Geist weiter zu beschreiten und zu sehen, dass eigentlich innerhalb der Konzepte wird alles letztendlich nur ad absurdum geführt. Ne? Es macht keinen Sinn, es wird in seiner Bedeutungslosigkeit erkannt. Und darin liegt schon der ganze Wert, weil der Geist, der seine Welt als bedeutungslos erkennt, der ist automatisch bereits in Stille. Und mit dem Heiligen Geist kommen Worte, wie sie gerade gebraucht werden und nicht, wie ich sie denke, sie müssten Genau. sein. Genau. Das ist ganz Danke, wichtig, weil sonst würden wir wieder nur die schönen und heiligen Ausdrucksweisen wählen, ne? Und meinen, ja, das wäre die Stimme des Heiligen Geistes. ja, Nein, genau das, was wir brauchen, um eben zu sehen, dass nur Bedeutungslosigkeit im Wahrnehmungsbild, im begrenzten Wahrnehmungsbild liegt. Ne? Der mhm, Lichtgedanke hat keine Begrenzung. Ne? Deswegen ist da alle Bedeutung. danke. Danke dir. Ja, wir beginnen in 8 Minuten, Christiane. Wir sind gerade still. Ja, und natürlich auch, wenn wir es wirklich runterbringen auf die Beobachtungsebene, das Wirken des Heiligen Geistes durch uns ist in dem Sinne keine Grenzen gesetzt, ne? Durch alle Formen, in allen Formen. Das, was Heiliger Geist ausmacht und wie wir wissen können, dass der Heilige Geist mit uns, durch uns, in uns wirkt, ist das Resultat. Ne? Ein Teil unseres Geistes soll immer auf das gleichzeitige Resultat blicken, weil nur ein Resultat, das nicht auf die Zeitlinie gestellt wird, ist, äh, ist des Heiligen Geistes Wirken. Der Heilige Geist gibt kein Resultat auf der Zeitlinie. Der Heilige Geist bietet nur Resultate für das gegenwärtige Erkennen an. So, wenn immer unser Geist aus der Perspektive eine Situation, ein Bild ansieht und erkennt, dass es ein Lösungsansatz auf der Zeitlinie ist, ist es zumindest vermischt mit dem Ego oder bereits hat nichts mit dem Heiligen Geist zu tun. Der Heilige Geist, was er wirklich bewirkt und anbietet, ist rein die Wahrheit. Alles wird zur Wahrheit geführt. Und das ohne einer Notwendigkeit, äh, dass dies Zeit brauchen würde.
ja, ohne eine Notwendigkeit eines Prozesses. Er zeigt uns auf, dass es tatsächlich nur die Änderung im Gedanken selbst ist und wir sind schon da. Das ist Heiliger Geist. Und eigentlich, wenn wir das erspüren, erfühlen und erkennen in uns, sehen wir sofort, da ist sofort die Erkenntnis da, ah, wusste ich eh schon immer. Ne? Das ist sofort da, ne? Sofort eröffnet. Ne? Habe ich eh nicht wirklich vergessen oder verloren. Ne? Das ist Heiliger Geist, der dies eröffnet. Ne? Das war im Sinnbild als Symbol die Flammen der Jünger zu Pfingsten. Ne? In dieser einen Kommunikation zu erkennen, ah, ja, ich habe diese Kommunikation mit Gottes Geist. Ne? Ich kann, ich kann die Stimme, die zu mir spricht und mich führt und mir letztendlich mich nur hinweist darauf, mich zu erinnern, wer ich bin. Ich kann sie sehen, ich kann sie erfahren, ich kann sie erkennen. Mir kommt gerade eine Frage, hängt eigentlich mit dem zusammen, was Sonja vorhin gefragt hat, weil im Kurs wird vom Warten gesprochen, und dass diese Zeit des Wartens sehr lange scheinen kann. Ja, und das ist natürlich auch nur ein Hinweis, dass wir ganz individuell das bestimmen dürfen und müssen. Ja. Wir sind frei, Mhm. dies zu bestimmen. Wir sind frei, Zeit zu machen und zu bestimmen, was für Zeit wir verwenden wollen in diesem Warten zur Erfüllung oder zur Eröffnung. Ne? Aber Mhm. je mehr wir mit der Schulung entlang gehen, akzeptieren wir uns auch, dass Warten auf der Zeitlinie nichts bringt. Ne? Und dass es tatsächlich nur dieser eine Moment ist, den wir in Stille verbringen. Und solange noch der Geist einen Zeitaspekt empfindet, ne, er spürt, dass Zeit vergeht. Ne? Und das nicht nur, weil vielleicht im Hintergrund die, das Uhrticken gehört wird, das Ticken der Uhr, sondern weil es eben als Identität sicherer noch ist, sich auf die Zeitlinie zu platzieren und zu sagen, okay, und jetzt in 5 Minuten gehe ich zu meinem Abendessen zubereiten.
und damit eine Zeitlinie braucht oder wählt zu haben. Ne? So, au- also letztendlich auf das Konzept der Zeit und wie wertvoll, wie wichtig es noch ist halt auch der Aspekt des Wartens in Verbindung automatisch so gegeben. Wenn ich Zeit brauche oder Zeit mache, dann habe ich auch zum Warten Ja gesagt. Und wenn ich Zeit nur noch am Kollabieren bin, beziehungsweise am Einsparen bin, dann werde ich sehen, dass alles Warten tatsächlich nur ein Erfahren im heiligen Augenblick der Präsenz Gottes ist. Und das wäre für mich eigentlich dann ein Warten, Anführungszeichen. Ne? Das hat nicht mehr Genau, dieselbe Bedeutung wie früher. ja. Ich warte nicht auf etwas. Genau. Ich Mhm. warte nicht auf etwas Bestimmtes, auf etwas Ja. Besonderes, ne? Sondern es ist dann ein Dasein, ne? Und darin sein, damit sein. Mhm. Weil ich habe das letztlich damit verbunden. Ich warte, dass Gott den letzten Schritt macht. Ja, warten auf Godot. Da wartest du wartest schon wie viele tausende Jahre. Kannst du nochmal kannst noch mal was hinzufügen, ne? Ja, und da war bei mir der Widerspruch, ich muss doch überhaupt nicht warten. Ja. Und deswegen Danke, danke. ist die Lehre der Geistesschulung vom Kurs so wertvoll, weil es mich lehrt, hier diesen Aspekt der Besonderheit zu untersuchen und aufzuheben und rauszunehmen. Weil auf etwas zu warten ist ja wieder, ich habe dem schon die Bedeutung gegeben, auf etwas Besonderes zu warten. Es ist etwas Besonderes geworden. Der Heilige Geist wurde als besonders. Alle die Heiligen, all die Daten Jesu auf der Geschichtserzählungsebene, das ist alles Besonderheit. Ja? Und all das führt nicht zum Frieden Gottes, ja? Sondern erst wenn wir sehen, dass wir keinen Nutzen mehr haben von dieser Besonderheit, da befreien wir uns auch und da gehen wir aus der Zeit, da sparen wir Zeit ein. Der Heilige Geist ist nicht etwas Besonderes, sondern etwas Natürliches. Alle Gaben Gottes. Das ist der Grund. Ich deklariere das gerne für mich ganz persönlich. Auch heute morgens, als ich so in der ersten Morgengedanken in Kommunikation mit Gott war, das irgendwie da, ne? Als zeige mir, dass ich deine Gaben annehmen kann und angenommen habe. Ne? Verstehst du? Es geht darum, dass wir tatsächlich erkennen lernen, was Gottes Gaben in der Schöpfung, was uns da gegeben wurde. Ne? Weil das ist alles, wurde alles behaftet mit Besonderheit und mit Bedeutungen, begrenzten Bedeutungen. Und der Aufhebungsprozess ist, die Gabe Gottes wieder einfach nur im Licht scheinen zu lassen, ne? Und als das zu erkennen, was sie wirklich ist. Und damit ist dann das Gefühl des Erfülltseins und die Funktion hier erfüllt zu haben, automatisch gegeben. Ja, Da benutze ich wieder die Besonderheit, um mich davon abzutrennen, weil das ist genau. nämlich außerhalb, es ist besonders, weil es außerhalb von mir ist, angeblich. Ja, ja, Und und auch das nur, mit dem besonderen Moment, das stimmt. Ich warte auf den Moment, da mache ich den Moment besonders. Da ja, gibt es ein Lied von den Ärzten dazu. Perfekt. ja, ja, genau. Dieser Moment ist perfekt, ja. Ja, und jede Suche nach etwas, wo man ankommen möchte, ob es jetzt
ein gesunder Körperzustand oder Geisteszustand ist mit Besonderheit behaftet, ne? Hat Besonderheitsqualitäten, ist umgeben davon. Ne? Und da, wo geistige Gesundheit wirklich eintritt, ist, wenn wir dies wirklich erkennen lernen und in dem Sinne loslassen, ne? Nicht mehr daran festhalten. Ja, ich habe mir heute öfters den Satz gesagt, mein Körper ist neutral, weil ich dies und das hatte. Ach, das und gestern auch schon, ja. Und da habe ich gemerkt, wie ich mir mein eigenes Leid schaffe und dieses Verrückte. Das ist ja, ich benutze ja praktisch diesen Leib, um da mir ein Theater zu machen. Also ich hab die Nase voll, ja. Wirklich. Also ich will nicht mehr mitmachen, ja. Und dann auf einmal so, ja, irgendwie, es ist alles in Ordnung, ja. Ja, genau. Und das sind ja alles Ideen aus der Vergangenheit. Ne? Wenn ich sehe, irgendwas funktioniert nicht auf der Ebene, ne? Dann mag ich mir noch nicht einmal bewusst sein, welchen Gedanken aus der Vergangenheit hier ich wieder in seiner Wirkung wieder treffe. Ne? Und die Neutralität des Körpers, ne, zu erfahren, bedarf ja eigentlich nur in dem Sinne anzuerkennen, dass ich jetzt neu wählen kann und dass diese Neuwahl nur eine sein wird, die in Ausrichtung mit dem Heiligen Geist ist. Ne? So, in dem Sinne muss ich gar nicht wirklich erkennen, auf welcher Ursächlichkeit auf der Gedankenebene, auf der Konzeptebene es in der Vergangenheit äh, gelegen ist und verursacht wurde. Ne? Ich muss aber das Momentum verwenden für die neue Wahl. Ne? Und das ist eine Bitte zuerst. Äh, lass es mich als neutral sehen. Lass mich erkennen, dass ich nichts anderes wahrnehme, als was ich in meinem Geist wähle. Und jetzt wähle ich neu. Und ich wähle, anstelle ein Problem zu identifizieren, es als bedeutungslos zum Beispiel als ersten Schritt zu erkennen. Ich wähle die Bedeutungslosigkeit darin zu erkennen. Ne? Und dann geht der Schritt weiter in, ich wähle die eine Bedeutung, die dahinter steht, zu erkennen, die letztendlich Gott ist. Ne? Aber auch da kann ich keine Umwege machen. Ne? Zuerst werde ich die Bedeutungslosigkeit erstmal anerkennen müssen, weil das ist, was mein Machwerk war. Diese Wahl ist immer gegeben, genau. Wir sind immer frei, neu zu wählen. Okay, sind wir gut für heute in dieser Neuwahl? Ja, danke, wunderbar. Mega. Lass uns nachher etwas teilen. The one who loves you most, genau. Der eine, der mich am meisten liebt.